Das sind Kissen Dynamite. Und das ist Michael. Ihr seid bei Neon Sunsets und wir haben heute Kissen Dynamite für euch im großen 80er Jahre Rock- und Metal-Quiz. Wir schauen mal, was die Jungs so drauf haben. Sehr schön. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Nein. Musst du selber machen. Bleibt dabei, schaut es euch an. Viel Spaß bei Neon Sunsets. Backstage in Heidelberg mit Kissen Dynamite. Moin. Aber wir haben nicht nur ein normales Interview für euch vorbereitet, sondern ein kleines 80er Jahre Rock- und Metal-Quiz. Mal schauen, wie fit ihr in der ganzen Geschichte seid. Wir spielen 2 gegen 2, das heißt Hannes und Ande gegen Jim und Andi. Und wir gucken mal, wer am besten von den Jungs abschneidet. 11 Fragen haben wir insgesamt. Wir natürlich, ist klar. Ja, schauen wir mal. Also es ist nicht ganz einfach. Ich habe mir Mühe gegeben, sagen wir so. Wir fangen aber langsam an und schauen dann, dass wir uns steigern. Deshalb als erstes ein Klassiker, vervollständigt folgende Warte, ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Geht es darum, wer am schnellsten antwortet? Und wer vor allen Dingen richtig antwortet. Wer zuerst die richtige Antwort hat, kriegt den Punkt. Okay. Also das heißt, wenn man die Antwort hat, einfach reinrufen? Ja. Okay. Ein Buzzer haben wir nicht. Es gibt auch dafür keine Telefonjoker, aber dafür kriegt auch nichts zu gewinnen. Okay. Insofern eine Win-Win-Situation. Okay, Startklar? Jo. Ja. Sehr schön. Also, vervollständigt folgende legendäre Bühnenansage. Breaking the what? The Wall. Oh, das war knapp. Das war schon sehr knapp. Ich frage mal den Unparteiischen aus dem Off. War das eher auf dieser Seite oder eher auf dieser Seite der Punkt? Auf diese Seite. 1:0 für die Kollegen zu meiner Rechten. Die Legende besagt, dass ihr euren Bandnamen nach dem AC/DC-Song Kissen Dynamite rausgesucht habt. Auf welchem Album war der Song? Blow up your video. Bam! 2:0. Wie machst du nichts vor? Wie kamt ihr genau auf den Song eigentlich? Ah, das war damals, ich bin sowieso der größte AC/DC-Fan, würde ich mal sagen, Okay. von der Band. Und da kenne ich selbst die nicht so bekannten Songs und da hatte ich den zu dieser Zeit auch als Klingelton. Oh, okay. Schön. Also vom Handyton zum Bandnamen, aber sehr guter Song. So. Kiss hatten in den 80ern 4 Gitarristen. Wie hießen die 4? Alle 4. Ja, da wird schwierig. Darf ich mit einem anfangen? Du darfst mit einem anfangen. Ace Frehley? Ja. Das Problem ist natürlich, jetzt haben die auch schon einen, ne? Ja, klar. Moment, zählt Paul Stanley auch mit? Nein, nur die 4, die ausgewechselt Habt ihr wurden. schon einen? Wen habt ihr? Ja, jetzt müssen wir Ich sollte einbringen. nicht tauschen. Wir Ja. sind gegeneinander. Ich dachte, Sie haben schon einen gesagt. Ich krieg's nicht zusammen, ganz ehrlich. Nee. Puh. Ace Frehley war der richtige Ich hab tatsächlich nicht so viel mit Gitarre im Hut, das ist mein Problem. Als Gitarrist. Als Gitarrist. Jim ist mehr der Akkordeon-Typ, aber Genau. gab's Wissen wir vergiss ja. nicht. Es waren Ace Frehley, Vinnie Vincent, Mark St. John und Bruce Kulick. Wäre ich nicht drauf gekommen. Den anderen hätte ich nicht gewusst. Bruce Kulick, stimmt, der ist nämlich erst gestorben. Nee, das war Eric Carr, der Schlagzeuger. verdammt, okay, na gut. Wir springen mal weiter. Kiss nicht so ihr Thema, aber ACDC hat funktioniert. Ja. Ja, dann gehen wir gleich wieder ein bisschen in die härtere Richtung, nachdem Kiss nicht so geklappt hat. Im Song Metal Heart, wir singen Accept, eine dunkle Zukunftsvision, die Menschheit am Aussterben, eine böse, böse Zukunft. Wann spielt dieser Song? Ganz am Anfang der Jahreszahl. 687. 86. Nee, das ist kurz, da wurde es ungefähr veröffentlicht, ne? Das ist ein bisschen Irgendwas mit doof. 19. Achso, aber wann der Song. 19, ja, it was the year 19, Aber das wäre ja schon vorbei. das wäre schon vorbei. Das, auch schon Das hat ja auch in den 80ern. in damals der war es die Zukunft. Damals war es verstehe. So, ja. 19... Das kannst du nur noch. 99. 99. 1999, ja. 2 zu 1. 2 zu 1. Aus was kommt Dee Snider auf dem Cover von Come Out and Play rausgekrochen? Boah, du stellst Fragen. Hey, das ist. Boah. Generation iTunes. Kennt keine Cover mehr. Aus einem weiblichen Genital. Das wäre ein Steel Panther gewesen. Das sollte man eigentlich gelten lassen, war aber ein Goodie Deckel und ich möchte keine Gleichsetzung. Wir bleiben bei den wundervollen, geschminkten Menschen. Powerballaden. Kennt ihr euch mit Powerballaden aus? Ja. Ja. Was sind so die Favoriten? I don't wanna miss a thing. Ja, Ganz klar. sehr schön. November Rain. Ja. Aber wir sind noch einen Ticken älter. Folgende Textzeile. Wie geht der Text weiter? You know I'm a dreamer. But my heart's of gold. Yay! Motley Crue, klar. Sehr, sehr schön. War der beim Konzert? Ja, Abschiedstour? auf jeden Fall in Stuttgart. In Stuttgart? Mit Alice Cooper und so. Ja, da war ich auch. Großartige Show, oder? Top. Seht ihr auch Videos im Kanal. Home Sweet Home ist im Kanal drin und das Trump-Solo von Tommy Lee mit der Achterbahn. Das war jetzt 3 zu 1. 3 zu 1. 3 zu 1.
Es wird Die langsam sind eng für euch. Wie viele Fragen haben wir Es noch? wird wirklich nicht mehr viele. Iron Maiden hatten in den 80ern auch viele coole Plattencover. Wir sind nochmal bei Plattencover. Das ist immer schwierig. Immer. Da ist Andi der Experte. Eddie war ja quasi einmal alles. Er war irgendwie Pharao und in der Zwangsjacke und Icarus. Er war aber auch einmal ein Musical-Darsteller. Der Hauptcharakter aus einem Musical. Welches Musical? Phantom of the Opera. Scheiße, das hätte ich auch 4:1. Ich hab's halt auf Deutsch gesagt, aber das gilt. Das stimmt, ja. Die Run to the Hills Live-Maxi war das damals. Welcher Song, den Doro Pesch geschrieben hat, ist in 3 Sprachen? Für immer. Welche 3 Sprachen sind's? Englisch, Deutsch. Deutsch und was war's? Mit Sicherheit Russisch. Ah? Mandarin. Nicht ganz Spanisch. wär's gewesen. Spanisch, okay. 4:2. Lassen wir trotzdem Geld. Ja. Mandarin. Ihr wart mal mit Steel Panther auf Tour oder ihr habt ein paar Konzerte mit ihnen gespielt, ist das richtig? Ja, wir haben ein Konzert mit ihnen gespielt in Stuttgart im LKH Longhorn. Ja, da kommt dieses T-Shirt übrigens her. Mega. Und Steel Panther, der Gitarrist Satchel, der hat auch mit einer 80er-Jahre-Ikone schon mal in der Band zusammengespielt. Ja, stimmt, da war was. Mit wem und wie hieß die Band? Einer der ganz, ganz großen. Und der Mann aus dem Off wüsste es. Das war es war zusammen mit Rob Halford. Ja. Und wie hieß die Band? Ja, dann Judas Priest. Nein, Screamo. Nein. Egal, das gilt, das ist ein Punkt. Striper? Nein. Steeler. Nein, Steeler war Axel Rudi Pell. Striper war christlicher Metal. Irgendwas mit S war das. Oder was mit F? F. Also Rob Halford jedenfalls. Der Mann aus dem Off muss lösen. Aber er kennt auch nur Rob. Nein, bitte noch nichts sagen. Bei mir hirn's noch. Können wir einen Tipp geben? Ja. Es ist eins der meistverwendeten Worte in Manowar-Songs. Victory. Mit F. Mit F. Fight war's, genau. Rob Halford und Fight. Das ist eigentlich für beide ein Punkt. Die Ja, Schwierigkeit nee, ist, komm, also das hat wirklich niemand gewusst, Rob Halford. Den Punkt können wir. Dann war's 4:2. Den können wir verkraften. 4:3. Ich Ja. bin stolz, dass ich ein Wort mit V Jetzt frag ich dich noch was. Also Ja? Eins habe ich noch, aber du darfst gerne zu. können wir so Ja. nebenher noch machen, wenn wir gerade bei Steel Panther sind. Auf jeden Fall, ja. Und zwar hat der Leadsänger Michael Starr auch in einer Band gesungen in den 80s. Welche war das? Sie waren ursprünglich mal als Metal School unterwegs. Ja, das war aber schon in der Besetzung Steel Panther? Ja. Das war schon dieselbe Besetzung. Wer war der Sänger? Er war Sänger der Band. Keine Ahnung. Hat er nicht in der Van Halen Coverband gespielt? Nein, und tatsächlich war also der Leadsänger von den heutigen Steel Panther bei den L.A. Guns. Ernsthaft? Michael Starr? 1980 und 81, ja. Was hat Phil Lewis in der Zeit gemacht? Das weiß ich nicht. Ober Phil Lewis, Der wir war klären das nächstes Mal. dann später dran. Top 4-3 steht, Prost, ne? Prost, 4:3. Ihr habt zumindest noch die Chance auszugleichen. Okay, und ich sag mal, die letzte Frage kann man fast nicht wissen. Deshalb ist es eigentlich eine Ratefrage und somit eigentlich eine Chance für alle. In den 80ern haben Manowar 6 Alben rausgebracht. Ich habe mir alle 6 Alben akribisch durchgehört. Es mag sein, dass ich mich irgendwo verzählt habe, aber ich habe versucht, mit bestem Wissen und Gewissen genau und richtig zu machen. Was ist der meistgesungene Begriff in diesen 6 Manowar-Alben? Fight ist es nicht. Blood. Und das war Sword. jetzt bereits die Lösung. Blood. Nein! Ganz knapp, Blood mit 59 Nennungen. Blood of the Kings von Metal Kings hat's rausgerissen. Sonst wäre es Metal gewesen. Das war immer noch 55 Nennungen. Hail kam gerade mal auf 50. Und auf wie viel kam Steel? Steel habe ich auch nachgeschaut. Steel auf 34. Siehst du? Das war ein langer Abend. Das war ein verdammt langer Abend. Aber Hail und Kill zusammen, das war großartig. Sehr, sehr schön. Geile Frage übrigens. Coole Fragen. Ihr habt zumindest den Ausgleich geschafft. Und bevor es jetzt gleich zum Konzert geht, wollen wir natürlich auch noch wissen, was steht bei euch als nächstes an. Das war der Blick in die Vergangenheit. Jetzt kommt der Blick in die Zukunft. Was Wir steht stehen jetzt an? tatsächlich kurz vor Album Nummer 5. Wir sind im Studio, wir haben schon viele Songs geschrieben. Eigentlich ist die Platte fast fertig komponiert und getextet. Jetzt, wenn die Tour vorbei ist, nehmen wir ab Januar ernsthaft im Studio auf. Und die kommt dann Ende Sommer 2016. Ja. Dann geht es natürlich wieder auf Tour, alles ein bisschen größer, größere Clubs und kleine Hallen und wir freuen uns tierisch drauf. Wir uns auch. Spielt ihr auf Festivals dieses Jahr?
Ja, dieses Jahr nicht mehr. Also, bis der Clip released ist es dieses Jahr. Spielfestivals 2016. Ja, wir spielen, was haben wir denn schon bestätigt eigentlich? Einige Sachen. Wir sind zum Beispiel auf dem Masters of Rock in der Tschechei, schön. also das größte Metal-Festival dort. Dann Boah, ich krieg's echt nicht zusammen. Ich weiß nicht mal, wo wir morgen spielen. Woher soll ich wissen, was wir im Sommer nächstes Kissen Jahr haben? Dynamite Also mitten in dem Touralltag. Ja. Darfst du nicht die Band fragen, wo die Band In so einem spielt. Fall muss man einfach auf www.kissingdynamite.de Dates. Das mache ich auch immer so. Ja. Schöne Schleichwerbung an dieser Stelle. Dann erfahrt ihr auch, wo die Band spielt, aus der gleichen Quelle, wo es die Band auch erfahrt. So, Ja, genau. das stimmt aber tatsächlich. jetzt freuen wir uns erstmal auf das Konzert heute Abend in Heidelberg. Und zum letzten Mal im, wie heißt das, Freibadclub? Schwimmbadclub? Schwimmbadclub. Leider war es abgerissen, trotz diesem wundervollen Dekor. Aber heute nochmal Kiss and Dynamite sind quasi das Abrisskommando vom Schwimmbadclub in Heidelberg. Und davon bekommt ihr später auch noch einen Live-Clip. Bis dann. Vielen Dank. Ciao. Was war das letzte Album, was Motley Crue in den 80ern rausgebracht haben? Dr. Feelgood. Sehr gut, gibt aber noch keinen Punkt. Gilt nur nicht. Scheiße, sonst hätten wir gewonnen. Das ist nämlich schon eine Vorschau in die Zukunft. Ist auch viel zu einfach ist. Nachher wird es deutlich schwerer. Aber bleibt dabei, schaut es euch an. Viel Spaß bei Neon Sunsets. Ciao. Hab ich gesagt, das hätten wir gewonnen. Geil. Alter. So sind wir gewonnen. Der Blick in die Zukunft. Sehr schön. Okay. Hab ich es jetzt kaputt gemacht? Musst du das nochmal machen? Nein, das war gut. Alles wunderbar. Sehr, sehr schön. Wir nehmen immer den authentischsten Weg.